Das habe ich getan und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Anwürfe, also heute reicht es ja schon, Behauptungen aufzustellen. Der Punkt ist, und zwar wahrscheinlich deswegen, weil man die politische Haltung nicht teilt, dass irgendeiner in Moskau oder von der russischen Delegation an Ihrer Meinung oder an meiner Meinung oder an Herrn Kiesewetters Meinung interessiert ist. Entschuldigen Sie, das ist eine Frechheit, um das mal klar zu sagen. Es geht nicht um Hybris. Ich glaube nicht, dass ich zum Weltfrieden beitragen kann. Ich bin da deutlich zurückhaltender als Sie im öffentlichen Auftreten. Aber was haben Sie dann da gemacht? Ja, aber was machen Sie dann da? Eine Kegeltour oder was? Entschuldigung. Hey Leute, willkommen in der Realität. Ein SPD-Mann auf Kuschelkurs mit Russland und plötzlich will er es nicht gewesen sein. Was hat Ralf Stegner wirklich in Aserbaidschan gemacht? Warum rechtfertigt er sich plötzlich wie ein ertappter Schüler und wird dann auch noch von Strack-Zimmermann und Kiesewetter in der Luft zerrissen? Und warum wird diese Reise erst jetzt, Monate später, öffentlich gemacht? Wir zeigen euch, wie sich Stegner rausfindet, wie aggressiv die Runde wirklich war und warum das alles ein viel größeres Problem für unser Land ist, als es auf den ersten Blick scheint. Auf geht's! Sie haben ja auch gerade schon zu Ihrem Kollegen Ralf Stegner geschaut. Der Versuch einer Verhandlung, Herr Stegner, Sie standen mächtig in der Kritik. Es geht um eine umstrittene Reise nach Baku, wo Sie Vertraute vom Kreml-Chef Putin getroffen haben. Die Kollegen von RBB Kontraste haben zusammen mit der Zeit darüber berichtet. Und wir zeigen mal einen kleinen Zusammenschnitt. Darum geht's. Hier im autoritär geführten Aserbaidschan finden seit gut einem Jahr regelmäßig geheime Treffen statt, die politische Sprengkraft bergen. Es geht um konspirative Konferenzen russischer Abgesandter des Kreml mit einflussreichen Politikern aus SPD und CDU. Das ergeben gemeinsame Recherchen von Kontraste und der Wochenzeitung Die Zeit. Wir erfahren, erst kürzlich, vom 13. bis 14. April, sollen sich Russen und Deutsche zuletzt in Baku getroffen haben. Darunter ein Name, der aufhorchen lässt: Ralf Stegner, SPD-Bundestagsabgeordneter. Nach unseren Recherchen stehen die Treffen in Baku unter dem bedeutungsvollen Titel Petersburger Dialog. Begründet wurde dieser Dialog von den Duzfreunden Gerhard Schröder und Wladimir Putin 2001, in ganz anderen Zeiten. Ein pompöses Gesprächsformat, um Geschäfte anzubahnen und um Deutsche und Russen einander näher zu bringen. Wie brisant das Treffen in Baku tatsächlich war, zeigen die Teilnehmer auf russischer Seite. Die Moskauer Delegation wurde nach Recherchen der Zeit und von Kontraste angeführt von Viktor Subkow, ehemaliger russischer Ministerpräsident, Weggefährte Putins und Aufsichtsratschef von Gazprom. Ich kann nur sagen, ich äußere mich zu privaten Dingen nicht. Ich bin nicht im Auftrag von irgendjemandem unterwegs gewesen. Ich habe keine Mittel in Anspruch genommen von irgendjemandem. Und was haben Sie dann privat in Baku gemacht, wenn ich fragen darf? Das ist privat. Herr Stegner, glauben Sie sich das eigentlich selbst? Da bin ich auch in der DGB-Kundgebung angesprochen worden. Mit privat meinte ich vor allen Dingen nicht staatlich finanziert oder sowas. Natürlich ist es politisch. Und was falsch an dem Bericht war, das ist nicht der Petersberger Dialog. Den gibt es nicht mehr. Das ist von der deutschen Seite nach dem Angriffskrieg Russlands aufgekündigt worden. Und natürlich waren es auch keine Verhandlungen. Da hat niemand Mandate für. Aber in der Tat, die SPD war immer der Meinung, und ich halte es immer noch für richtig, dass gerade in Zeiten von Konfrontation man spricht. Weil wenn man miteinander spricht, erstens ist das die Alternative zum Schießen und zum Zweiten, wenn man spricht, erfährt man mehr, als man über Propaganda und Öffentlichkeitsarbeit hört und kann auch selbst vermitteln, was man denkt. Ich muss mich schon sehr wundern, dass mir unterstellt wird, als jemand, der den Deutschen Bundestag angehört, dass man dort irgendetwas anderes sagt, als man in der Öffentlichkeit sagt. Dann gehen wir es mal durch, Herr Ich müsste ja gar nicht abgehört werden, die Leute wissen, was ich denke. Gehen wir es noch mal durch, weil Sie gerade gesagt haben, nicht staatlich finanziert. Haben Sie selber denn die Reise bezahlt? Das habe ich getan und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Anwürfe, also heute reicht es ja schon, Behauptungen aufzustellen. Der Punkt ist, und zwar wahrscheinlich deswegen, weil man die politische Haltung nicht teilt, ein frei gewählter Abgeordneter kann reisen, wohin er möchte, und reden dient immer dazu herauszufinden, was die andere Seite denkt und zu vermitteln, was man selber denkt. Und das ist bitter notwendig in Zeiten, wo viel zu wenig geredet wird.
Egon Bahr hat das früher immer richtig gefunden. Er wurde zeitlebens verdächtigt, irgendwas getan zu haben, was nicht in Ordnung Das ist. Interessante daran, Herr Stegner, ist ja, wir haben es eben kurz gesehen, die Menschen, die da bei diesem Treffen dabei waren, unter anderem Viktor Subkev, Gazprom-Aufsichtsratsvorsitzender, ehemaliger russischer Ministerpräsident, Valery Fadejew, Chef von Putins Menschenrechtsrat, der übrigens nicht in die EU einreisen darf. Was bespricht man mit denen als Privatmann, Ralf Stegner? Schauen Sie, es ist doch so, dass man da nicht mit Widerstandskämpfern reden kann, ist doch klar. Wie oft passiert einem das Abgeordneten, dass man in Ländern ist, wo keine Demokratien sind? In China, man spricht immer mit Leuten, von denen man weiß, dass man ihre Werte nicht teilt. Wenn man nur mit Menschen spricht, deren Werte man vollständig teilt, dann kann man nur noch nach Oslo und Reykjavik reisen. Das kann es ja nicht sein, sondern man muss doch versuchen, jedenfalls bei uns war Herr Pofalla dabei, der war früher Kanzleramtschef von Angela Merkel. Natürlich ist es wichtig herauszufinden, was die andere Seite denkt über das hinaus, was die nur in ihren Presseerklärungen sagen. Und ob es nicht doch Chancen ist gibt das zur eine Veränderung. gute Idee, nach Baku zu reisen und sich mit den Freunden von Putin zu treffen? Naja, also ich meine, dass Sie mich das fragen, Herr Stegner und ich haben ja die letzten 3 Jahre den ein oder anderen Strauß gefochten, weil ich das völlig anders sehe. Wenn man das Argument mal ernst nimmt, die vielleicht. Frage ist doch, wenn man so eine Reise macht, das ist das eine. In der Tat, ein Abgeordneter kann reisen, wohin er will und er kann reden, mit wem er will. Die Frage ist ja, was bezwecken Sie damit? Glauben Sie ernsthaft, das würde ich auch von mir behaupten, dass irgendeiner in Moskau oder von der russischen Delegation an Ihrer Meinung oder an meiner Meinung oder an Herrn Kiesewetters Meinung interessiert ist? Also was für eine Hybris muss man haben, zu glauben, dass man den Unterschied macht? Es sei denn, der ehemalige Bundeskanzler hat sie hingeschickt. Entschuldigen Sie, das ist eine Frechheit, um das mal klar zu sagen. Es geht nicht um Hybris. Ich glaube nicht, dass ich zum Weltfrieden beitragen kann. Ich bin da deutlich zurückhaltender als Sie im öffentlichen Auftreten. Aber was haben Sie dann Dinge gemacht? angeht. Ja, aber was ich will machen schon Sie dann da? Eine Kegeltour ich will schon oder sagen, was? Entschuldigung. Vielleicht können wir das ein bisschen sachlicher halten. Es geht um die Frage, ob man herausfinden kann, ob es auf der anderen Seite Bewegungsmöglichkeiten gibt und ob man vermitteln kann, was man selber denkt. Ich habe zum Beispiel festgestellt, diese Recherchen von Kontraste sind offenkundig aufgrund von einem russischen Leak zustande gekommen. Die Russen waren auch ein bisschen darüber enttäuscht, dass jemand, der wie ich für Diplomatie antritt, trotzdem sagt, es ist ein Angriffskrieg. Sie hätten das es gerne geht so geheim nicht. gehalten? Nein, es geht nicht um geheim gehalten. Es war nicht geheim. Gespräche sind immer vertraulich. Aber mir dann von Herrn Kiesewetter öffentlich Ratschläge geben zu lassen, man müsse auf sein Handy aufpassen, man dürfe kein Geheimwissen herausgeben, weil man im parlamentarischen Kontrollgremium, Entschuldigung, das ist eine Straftat, wenn man das täte. Das tue ich auch in Deutschland nicht. Ich weiß sehr wohl, ich bin nicht seit gestern in der Politik, dass man vorsichtig sein muss. Aber wie will man denn eigentlich wissen, was die andere Seite denkt, wenn ich entweder nur nachrichtendienstliche Informationen habe oder Zeitung lese? Miteinander zu reden kann doch gar nicht schaden. Es sei denn, es wird einem unterstellt, man würde Verrat üben, man würde eigentlich was ganz anderes meinen. Das tue ich aber nicht. Ich sage das, was ich denke, egal mit wem ich spreche. Haben die denn was gesagt? Also das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Haben die denn was gesagt, was anders war als das, was Sie in den Nachrichten hören oder in der Propaganda, wie Sie sagen? Ja, in der Tat, weil diese Sprüche sozusagen, was sie eigentlich mit großsowjetischen Reichsvorstellungen und sowas, hört man natürlich in solchen Gesprächen logischerweise nicht. Aber man hört zum Beispiel, dass es kaum noch... Das verstehe ich nicht. Ist es nicht ein bisschen absurd, wenn ich fragen darf, dass wir ernsthaft darüber diskutieren, ob es sinnvoll sein kann oder nicht, mit einem politischen Gegner, möglicherweise einem Kriegsgegner, zu reden, zu verhandeln? Ich möchte mal ein Beispiel aus der jüngeren Geschichte nehmen. Sie müssen jetzt nicht ablenken. Nein, ich lenke nicht ab. Ich bringe die Sache auf den Punkt. Ich würde jetzt gerne... Wir machen es. Ich sortiere es. Herr Lüders, Sie dürfen auch gleich. Herr Lüders versprochen. Wir wollen aber einmal ganz kurz bei der Frage bleiben von meiner Kollegin Sophie von der Tann, die ja interessant war. Nämlich, was haben Sie denn da gehört? Was ist dabei rausgekommen bei diesen Gesprächen? Man muss natürlich, wenn man solche Gesprächskontakte aufrechterhält, und ich bin dafür, sie aufrechtzuerhalten, dann wird man nicht mit einem Gespräch sozusagen schlauer, was da insgesamt passiert. Aber Das heißt, waren Sie schon mehrmals da? Nein, aber die anderen Kollegen waren mehrmals da. Ich war einmal da. Ich habe uns auch gesagt, ich finde Baku keinen so richtig guten Ort. Lass uns sowas lieber in der Schweiz machen. Das ist vernünftiger, glaube ich, das ist als in Aserbaidschan. Aber der Punkt ist jedenfalls der, dass es eine Weile braucht, dass man Gesprächskontakte hat, dass die andere Seite überhaupt noch zuhört. Wenn man nämlich nicht mehr miteinander spricht, wird geschossen. Das ist die Alternative. Und ich würde sagen, Helmut Schmidt, nein, es wird dort geschossen. Es wird dort geschossen. Aber ich sage noch mal, die Frage ist, ob es auch zwischen Deutschland und Russland sich in eine Richtung bewegt, was übrigens, also
Ich finde das echt nicht in Ordnung, dass Leute kritisiert werden, die reden und andere, die nur über Waffen reden, überhaupt nicht kritisiert werden. Übrigens, das finde ich sehr erstaunlich. Wir sortieren es mal kurz, weil Sie sind auch sofort dran, Herr Wiemer-Lasena. Ich will es nur einmal sortieren, weil es ja eine komplizierte Gemengelage ist. Sie haben Herrn Kiesewetter angesprochen. Kiesewetter sind stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums, dem auch Herr Stegner ja angehört. Das ist ein ganz sensibles Gremium, weil man da über Geheimdienstinformationen verfügt. Sie kontrollieren die Nachrichtendienste des Bundes. Sie, das hat Herr Stegner gerade angesprochen, sehen in so einer Reise auch ein Sicherheitsrisiko. Warum? Naja, Herr Stegner und die dort reisen, machen das ja nicht das erste Mal. Herr Stegner vielleicht das erste Mal dort, aber es ist mindestens das 3. Treffen in Baku und auf der russischen Seite nehmen immer die gleichen Leute teil. Dazu kommt, dass wir die Kollegen Platzek und Pofalla seit April 22 mehrfach im niedrigen zweistelligen Bereich in Moskau hatten. Und die Kernfrage für mich, auch aus dem Kontrollgremium, ist natürlich, aber auch als Parlamentarier, weiß das Bundeskanzleramt? Welche Gespräche werden da geführt? Wie wird mit den Informationen umgegangen? Wurde Bundeskanzler Scholz informiert? Wird jetzt Bundeskanzler Merz informiert? Wie läuft das? Denn auf der einen Seite ist unsere Außenpolitik, Russland zu isolieren, klar zu sagen, dass wir auf der Seite der Ukraine stehen. Und so schaffen wir Einfallstore für russische Narrative. Die erzählen natürlich nicht über Großrussland. Die erzählen natürlich nicht über andere Sachen. Aber wenn wir schauen, wer alles mit dabei ist, da geht es auch um Energiefragen. Und wir haben zurzeit auch eine Debatte, ob man Nord Stream wiederbelebt, ob ein amerikanisches Konsortium von Gazprom, das jetzt nicht insolvent wird, sondern Gazprom weiter existiert, ob dies von Russland abgekauft wird, ob dann wir russisches Gas über die Amerikaner kaufen. Und da ist Pofalla Energie, da ist von der SPD-Seite jemand, der sich mit der Energiefrage beschäftigt. Das ist ja alles bekannt. Aber es ist unglücklich mit Blick auf Polen, auf die baltischen Staaten, auf die Ukraine, dass ein Paralleldialog stattfindet, wo unklar ist, was am Ende rauskommt. Da bin ich ganz bei Frau von der Brand. Was ist das Ergebnis? Das grundsätzliche Argument, lassen Sie uns das einmal sofort, Herr Stegner. Ich möchte gerne daran erinnern, dass Herr Wiemer-Lasena, ich stelle Ihnen aber auch eine Frage dazu gerne, weil mich tatsächlich die grundsätzliche Frage und das Argument, was Herr Stegner ja aufbringt, zu sagen, man muss auch mit Schurken sprechen und man muss diese Gesprächskanäle offen halten. Das ist die Motivation für diese Reise gewesen. Leuchtet Ihnen das ein? Ja, es leuchtet mir ein und ich würde gerne ein paar Worte zu unserer politischen Kultur sagen. Als letztes Jahr noch Kanzler Scholz mit Putin zum ersten Mal seit 2 Jahren telefoniert hat, gab es unisono Kritik daran, von wegen, man darf nicht mit dem reden. Irgendwann muss man mit dem reden. Das ist ja auch das, ne, wenn jetzt Merz mit am Tisch sitzen will, was gemacht werden muss. Und wenn ich jetzt höre, also was Ihnen auch an Kritik entgegenschlägt, Herr Stegner, die SPD hat für mich mit der Agenda 2010 alles verloren in dem Sozialkahlschlag. Aber jetzt muss ich ausnahmsweise mal was Nettes über die SPD sagen. Dann ist es natürlich schwierig, wenn Sie da hinfahren, dass dann umgekehrt so ein Strick draus gedreht wird, weil es natürlich jeden anderen Politiker davon abschrecken wird, solche Kanäle zu nutzen. Natürlich muss man da vorsichtig sein. Natürlich ist das niemand, dem ich persönlich die Hand schütteln wollen würde. Aber ich glaube, wir müssen uns mal darauf einigen, dass sowas auch in irgendeiner Form möglich sein muss. Sofort, Herr Stegner, ich möchte Herrn Lüders, weil ich es auch versprochen hatte, noch die Möglichkeit geben, würden Sie solche Gesprächspartner auch treffen und nach Baku fahren, um einen Gesprächskanal offen zu halten? Es ist grundsätzlich sinnvoll, wenn in der Politik alle Beteiligten, vor allem wenn sie auf einer Friedenssuche sich befinden, miteinander reden, egal ob man nun die andere Seite mag oder nicht. Stellen wir uns mal vor, die Amerikaner hätten nicht mit den Vietcong verhandelt im Vietnamkrieg, was heimlicherweise Henry Kissinger über Jahre hinweg getan hat, mit dem Ergebnis, dass es am Ende einen Friedensvertrag gab zwischen dem Vietcong und den USA. Dafür haben Henry Kissinger und sein nordvietnamesischer Gesprächspartner Le Duc Tho den Friedensnobelpreis bekommen. Auf der Grundlage der Debatte, die wir hier führen, darf man mit solchen Leuten reden, müsste man wohl sagen, Henry Kissinger hat damals die Freiheit an den Kommunismus verraten. Das Dilemma ist doch, dass diejenigen, die uns seit 3 Jahren erzählen, dass die einzige Lösung für diesen Konflikt um die Ukraine darin bestehe, Waffen zu liefern und Krieg zu führen, gescheitert sind. Spätestens in dem Moment, seit die Amerikaner beschlossen haben, dass wir jetzt einen anderen Weg gehen, dass wir diesen Krieg beenden
verhandeln wollen. Und die Europäer haben nun das Problem, sowohl Brüssel wie auch Berlin, dass sie von dem Baum, auf den sie gestiegen sind, nur schwer wieder heruntergekommen, weil man immer gesagt hat, wie wir ja auch gerade gehört haben, Waffen liefern sowieso, aber auch Russland isolieren. Das geht aber nicht, wenn ich das noch sagen darf, weil der globale Süden, die nicht NATO Sie schlagen die große Linie. Ich will einmal noch bei dem Treffen Ja, das bleiben, ist aber Herr Lühr. wichtig. Und es ist auch bedauerlich, dass man das nicht zu Ende führen kann, denn es ist wichtig, diese Sie können das zu Ende führen, wenn wir an dem Punkt in der Sendung sind, Herr Stegner. Ich möchte schon noch mal dem widersprechen, dass hier Behauptungen aufgestellt werden, ohne jedes Wissen und ohne jeden Beleg. Was meinen Sie? Es gibt keinen Grund, mir vorzuwerfen, ich würde irgendwelche Geheimnisse verletzen. Ich wüsste nicht, was man als Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums zu tun hat. Oder wir hätten über Energie oder Sicherheitsfragen. Nee, das verstehe ich nicht, weil jeder weiß, wie er sich dazu verhalten hat. Und das Schwierige besteht ja gerade, mit Leuten zu reden, deren Werte man nicht teilt. Denen deutlich zu vermitteln, zum Beispiel, dass auch die Sozialdemokratie nicht der Meinung ist, der Angriffskrieg ist gut. Ja. Sie sind weiter dran, Herr Stegner. Ich will nur die Fragen, die hier aufgeworfen wurden von Herrn Kiesewetter, die sind ja durchaus interessant als stellvertretender Vorsitzender dieses Gremiums. Und zwar, Sie haben Olaf Scholz ja über Ihre Reise informiert. Wo geben Sie die Ergebnisse dieser Gespräche hin? Da das keine Verhandlung in dem Sinne gibt es keine Ergebnisse, die man zu berichten hätte, sondern es geht darum, Gesprächskontakte zu haben, die einen in die Lage zu versetzen, das besser beurteilen zu können. Ich habe damals zu denen gehört, die Kurt Beck geraten haben, zu sagen, wir sollen mit den Taliban reden. Er ist furchtbar verprügelt worden, es wäre klüger gewesen, wir hätten es getan. Nicht zu reden heißt, man begibt sich der Möglichkeit, Informationen zu bekommen, jenseits dessen, was man von Geheimdiensten kriegt und was man aus der Zeitung liest. Und nochmal, warum wird man eigentlich verdächtigt, wenn man etwas tut, was ganz normal ist, was unser Geschäft ist als Politiker, nämlich zu reden mit Menschen. Leider mit ganz vielen, die nicht unsere Werte teilen. Aber wenn wir nicht mit ihnen reden, wird es doch nicht besser. Ich habe immer nur gehört, wir schaffen es, die Russen militärisch an den Verhandlungstisch zu zwingen. Das ist offenkundig nicht aufgegangen, es sind viele Menschen gestorben. Und Helmut Schmidt hat zu Recht gesagt, lieber 100 Stunden vergeblich reden, als einen Schuss abgeben. Das finde ich Herr Kiesewetter, jetzt sind Sie beide zusammen, Ihre Parteien in der Regierung, und es wird darum gehen, um die Neuaufstellung auch dieses parlamentarischen Kontrollgremiums. Werden Sie Herrn Stegner, wenn er dann aufgestellt wird, Ihre Stimme geben? Das werden wir öffentlich nicht erörtern. Die Wahlen sind auch geheim. Ich will noch mal einen Punkt aufgreifen. Herr Stegner hat gerade Herrn Bahr gebracht. Und nur um das Denken deutlich zu machen. Herr Bahr hat noch zum Ende seiner Lebenszeit 2014 gesagt, die Ukraine kann nie ganz Westen, nie ganz Osten sein. Sie ist immer dazwischen, eine Pufferzone. Und 1981 war der Generalsekretär Bahr derjenige, der nicht nur Sozialdemokraten, sondern auch den deutschen Gewerkschaften geraten hat, nicht mit der Solidarność zu sprechen, weil es die Harmonie und Stabilität in Polen breche. Ich glaube, wenn wir solche Referenzpersonen haben, weiß ich auch um das Mindset. Und es geht hier nicht um Waffen an die Ukraine. Es geht darum, dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, politisch, zivil und auch im hybriden Feld zu bestehen. Und die Ukraine braucht da unsere Unterstützung und nicht unsere Belehrung. Und wenn man dann auf der Gegenseite mit Russland spricht, ohne das sinnvoll zu erklären und einzuordnen, besteht dort der Eindruck, dass Schattendiplomatie geführt wird, wo dann letztlich die Ukraine einlenken muss und letztlich Gebiete abtreten muss und wir dann sagen, Hauptsache Waffenstillstand, wenn wir den Frieden schon nicht schaffen. Und ich sage immer, Frieden ist Frieden in Freiheit. Und ist es Ihnen gelungen, Herr Stegner, ist es Ihnen gelungen, den Russen klarzumachen, dass Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung ist, dass dazu die freie Bündniswahl der Ukraine gehört, dass dazu die Souveränität der Grenzen gehört. Und ein letzter Gedanke, ist es Ihnen gelungen, Russland zu überzeugen, da wären Sie preisverdächtig, Russland zu überzeugen, zu sagen, Russland, bist du willens, das Existenzrecht all deiner Nachbarstaaten anzuerkennen, so wie es Deutschland seit 1945 macht. Ist Ihnen das gelungen? Staatsanwalt und ich bin hier nicht angeklagt. Ich will Ihnen mal deutlich sagen, das, was Sie über Egon Bahr gesagt haben, zeigt, dass Sie wenig über Geschichte wissen. Das hat nämlich viel zu tun mit der deutsch-russischen Aussöhnung und mit den Friedensverträgen, die es gegeben hat. Und den Friedensnobelpreis, den Willy Brandt dafür zurecht bekommen hat. Und das Zweite, was Sie gesagt haben, eben, es geht nicht darum, der anderen Seite irgendwas klarzumachen. Ich bin ein Abgeordneter, einer von ganz vielen. Ich maß mir nicht an, den Weltfrieden herbeizuführen, aber sehr wohl, dass man Gespräche führt, die einen in die Lage versetzen, überhaupt mitzukriegen, was da gedacht wird. In der Lage sind Sie nicht, denn Sie führen solche Gespräche offenkundig nicht. Dann mache ich jetzt mal einen Vorschlag, und zwar gucken wir gemeinsam nach vorne, und wir wollen nämlich darüber sprechen. Aber der Kernpunkt wie ist der Titel? Ist es Herrn Stegner gelungen,
Der dass Kernpunkt Russland ist ja sagt, wir sind bereit, das Existenzrecht all unserer Nachbarstaaten anzuerkennen. Das hat er ja verneint. Und wir schauen jetzt nach vorne und wollen gucken, wofür steht Friedrich Merz eigentlich in der Ukraine-Politik. Als Oppositionsführer hat er nämlich den Kanzler Scholz vor sich hergetrieben und immer schnellere Waffenlieferungen gefordert. Wir sind zugleich beschämt und bedrückt, dass wir diesem Land und diesem Volk nicht schon haben früher helfen können. Das ist Zögern, das ist Zaudern und das ist Ängstlichkeit. Einem Aggressor wie Putin und seinem Machtapparat muss man dann in einer solchen Situation auch als Ultima Ratio mit militärischer Gewalt begegnen. Eine Nacht im Schlafwagen auf dem Weg nach Kiew. Überraschend trifft Merz dann doch auch den ukrainischen Präsidenten als erster deutscher Spitzenpolitiker seit Kriegsbeginn. Deutschland hat einen Bundestagsbeschluss, dass wir schwere Waffen, das ist davon Kampfpanzer, sind davon gedeckt. Die europäischen Partner liefern bereits Marschflugkörper, die Briten tun das, die Franzosen tun das, die Amerikaner tun es ohnehin. Das muss abgestimmt werden und wenn es abgestimmt wird, dann sollte Deutschland sich daran beteiligen. Wir sind nicht Kriegspartei und wir wollen es auch nicht werden. Aber wir sind auch nicht unbeteiligte Dritte oder gar Vermittler zwischen den Fronten. Es darf kein Zweifel aufkommen, wo wir stehen. Nämlich ohne Wenn und Aber. An der Seite dieses angegriffenen Landes. Ohne Wenn und Aber an der Seite der Ukraine, Herr Kiesewetter. Was bedeutet das in der Konsequenz? Ja, das bedeutet in der Konsequenz, das, was Friedrich Merz bereits begonnen hat, wieder Deutschland einzubinden, zusammen mit Frankreich, Großbritannien, Polen, die lange Jahre ohne Deutschland in der Tallinn-Initiative aktiv waren, also in einer Initiative, die um Deutschland herum gebaut wurde, weil unser damaliger Bundeskanzler sich sehr eng an den USA orientiert hat und Europa da etwas hilflos war. Zweitens bedeutet es, dass wir alles, was nötig ist, nicht solange es nötig ist, sondern alles, was nötig ist, whatever it takes und völkerrechtlich zulässig ist, der Ukraine zur Verfügung stellen. Und dazu gehören nicht nur Waffen, sondern dazu gehört auch, dass wir von Russland abverlangen, immer und immer wieder, die Nuklearwaffen aus Kaliningrad abzuziehen und das Existenzrecht aller Nachbarstaaten anzuerkennen. Aber machen wir es mal ganz konkret, Frau Strack-Zimmermann. Wenn es demnächst, falls es jetzt wirklich zu Friedensverhandlungen kommen sollte, welche Sicherheitsgarantien ganz konkret bräuchte denn die Ukraine? Na, erst einmal das klare Commitment auf der einen Seite, dass sie Mitglied der Europäischen Union wird. Da ist sie auf einem guten Weg. Das geht nicht von heute auf morgen. Da müssen Bedingungen erfüllt werden. Dass sie Teil unseres westlichen Bündnisses werden, das, was Herr Kiesewetter sagte, die freie Wahl, die Wladimir Putin übrigens den baltischen Staaten Anfang der 2000er noch zugebilligt hat, dass jedes Land die freie Wahl hat, sich das Bündnis zu suchen. Ukraine wäre ein ganz wichtiger Partner übrigens auch in der NATO, wie die Schweden und Finnen auch, gerade unter den heutigen Vorzeichen. Da müssen allerdings alle zustimmen. Da sind die Amerikaner im Gegensatz zu der damaligen Zeit nicht bereit zu. Aber das in Aussicht zu stellen, dass der Moment kommt, auch das ist nicht einfach, auch das kann nur passieren, wenn ein Land in Frieden lebt. Das ist schon mal das Erste. Und das ist für die Ukrainer, die dort sind, unglaublich wichtig zu wissen, dass sie ein Teil dieses Verteidigungsbündnisses werden. Im Übrigen auch rein strategisch ist das von großer Relevanz. Ukraine ist keine Pufferzone, so wenig wie Deutschland eine Pufferzone werden sollte, weil wir gerade die Geschichte bemühen in den 50er Jahren, das, was Josef Stalin wollte. Da kann auch kein Konflikt eingefroren werden. Was eingefroren wird, taut irgendwann auf und ist immer noch das Problem. Das heißt, das sind die Sicherheitsgarantien. Und wenn Sie jetzt darauf anspielen, ob man möglicherweise Soldaten schickt, das ist ja der letzte Schritt. Jetzt ist es ja erstmal Whatever it takes, habe ich gerade gehört. Wie bitte? Whatever it takes, habe ich gerade gehört. Es gibt ja, schauen Sie, das muss man immer wiederholen. Der Angriff Russlands, der zweite, innerhalb von 8 Jahren, ist völkerrechtswidrig. Dass die Ukraine sich wehrt, ist völkerrechtskonform und dass Staaten ihr helfen, das sind übrigens sehr viele, die helfen, ist auch konform. Das ist immer wichtig, das zu betonen. Ja, und deswegen ist letztendlich die Frage, dass wir an der Seite der Ukraine stehen.
Und ich sage das auch mal ganz klar, auch aus unserem Interesse. Dieser Krieg, dieser brutale, schreckliche Krieg, Vergewaltigen, Tausende von Kindern verschwunden, gefoltert worden. Das ist 2000 Kilometer entfernt von uns, so weit wie Madrid. Ja, aber das und ist wenn ja die Ukraine, in letzter Konsequenz, Frau Ja, Strack-Zimmermann, wenn- das will ich ja einmal diskutieren Ja, und wir nicht davon werden- wegkommen, sondern den Punkt behalten, Herr Stegner. Sie haben ja ganz gute Kontakte nach Russland. Wären denn Friedenstruppen mit deutschen Soldaten akzeptabel für Putin? Das hängt, glaube ich, am Ende davon ab, was das für ein Mandat ist. Ich glaube, man muss den einen Schritt nach dem anderen tun. Ich kann nur sagen, das, was ich hier höre, ist von ganz großer Hybris geprägt. Dass wir glauben, sozusagen, wir könnten das ohne die Amerikaner regeln und wir können das militärisch regeln. Herr Kiesewetter hat davon gesprochen, dass wir den Krieg nach Russland in die Ministerien tragen. Frau Strack-Zimmermann hat vor kurzer Zeit, als eine Rakete auf polnischem Boden landete, gesagt, jetzt müsse man aber den Russen eine deutliche Antwort geben. Stellte sich raus, waren die Ukrainer. Es war also eine Abwehrrakete. Es war eine Abwehrrakete. Ich will damit nur sagen, gefährlich ist, doch, ich darf das jetzt auch zu Ende führen. Gefährlich ist, das war 2022, das klären wir jetzt hier. Das war 2022. Wenn Sie den da Vorwurf wurde machen, müssen Sie Lviv auch massiv aushalten, wenn man darauf angegriffen. antwortet. Die Ukrainer haben sich gewehrt und es gab in der Tat einen Querschläger, von dem wir annahmen, er kommt aus Russland, er war aus der Wehr der Ukrainer. So ist es. Das habe ich korrigiert, lieber Herr Stegner. Und das ist der Unterschied, zu sagen, wir haben uns an der Stelle getäuscht und wir haben es korrigiert. Und Sie erzählen mir nicht nach 3 Jahren, hier alte Dönekes, sondern letztendlich, dass im Laufe eines solchen Krieges Dinge richtig eingeordnet Lassen Sie uns werden. nach vorne gucken. Beispiel dafür genannt, um Ihre Frage zu beantworten, weil es nämlich darum geht. Jetzt bin ich gespannt auf die Antwort auf die Frage, nämlich Friedenstruppen. Wäre das etwas, was helfen könnte und akzeptabel vielleicht auch für Putin? Das ist eine Frage, sozusagen, wie das Mandat aussieht. Wenn es am Ende Frieden gibt und der muss abgesichert werden, dann wird sich Deutschland dem nicht entziehen. Aber einfach per se zu sagen, wir machen das, deutsche Soldaten in der Region, das ist was sehr Sensibles. Wir haben 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges keine Region hat stärker darunter gelitten als die Völker der Sowjetunion. Da gehörten die Ukrainer auch dazu, aber die Russen eben auch und die Polen auch. Vor allen Dingen die Ukrainer. Insofern ist Geschichte übrigens gar nicht so schlecht, wenn ich das mal sagen darf, wenn man ein bisschen was über Geschichte weiß und nicht einfach dahin redet und sagt, wir können den Krieg weitertragen. Der viel gescholtene Bundeskanzler Scholz hat immer gesagt, wir unterstützen die Ukraine so gut wir können. Auf der anderen Seite sorgen wir dafür, dass der Krieg sich nicht ausweitet. Und deswegen finde ich das verantwortungslos, solche Whatever-it-takes-Dinge so zu übersetzen, dass man meint, man könne das militärisch erzwingen. Das kann man nicht und ohne Amerika schon gleich gar nicht. Ich muss das auch korrigieren. Es Schon geht gleich nicht gar darum, nicht. Ja, den Sie Krieg nach korrigieren Russland das. zu tragen, sondern die Ukraine zu befähigen, in der Lage zu sein, russische Ziele zu bekämpfen. Und ich habe gesagt, die Ukraine befähigen, den Krieg nach Russland zu tragen. Nichts anderes wurde seit Februar letzten Jahres gemacht. Und die Ukraine kann ja nicht, wie wenn der Nachbar das Haus des anderen anzünden will, nur auf dem eigenen Grundstück sich wehren, sondern sie braucht Feuerwehrschläuche, um sich zu wehren. Und das hat sie gemacht. Also mal ehrlich, was war das bitte für eine Runde? Da sitzen mit Strack-Zimmermann, Kiesewetter und Stegner wirklich die 3 Oberkriegsbefürworter Deutschlands an einem Tisch und reden über Diplomatie, als wäre das ein Witz. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Frau, die seit 2 Jahren gefühlt jeden Tag Panzer liefern will, stellt ernsthaft die Frage, ob Stegner in Aserbaidschan eine Kegeltour gemacht hat. Ironisch gemeint? Vielleicht, aber vor allem heuchlerisch. Denn wenn jemand für Eskalation statt für Diplomatie steht, dann ist es doch sie. Sie hat sich sogar öffentlich für die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern ausgesprochen. Waffen, mit denen man Ziele tief in Russland treffen kann. Dann kommt Roderich Kiesewetter, CDU-Experte für Säbelrasseln. Er wirft Stegner vor, dass er mit seinen Reisen nichts erreicht habe. Okay, aber was genau hat Kiesewetter in den letzten Jahren erreicht? Mehr Waffen, mehr Krieg, mehr Eskalation. Und wenn es nach ihm geht, liefern wir bald noch das Personal mit. Und dann sitzt da Stegner, der Mann, der sonst immer sagt, mit Russen kann man nicht reden, aber plötzlich in Aserbaidschan mit Russen redet. Und dann tut er überrascht, dass das Thema öffentlich wird. Zitat Stegner, ich glaube nicht, dass ich zum Weltfrieden beitragen kann. Na immerhin, wenigstens, da hat er recht. Was mich dabei wirklich aufregt, alle 3 reden über Frieden und meinen das Gegenteil. Es geht um Macht, Einfluss und die nächste Talkshow. Nicht um Lösung, nicht um Diplomatie und ganz sicher nicht um die Interessen der deutschen Bevölkerung. Das war wieder einer dieser Runden, bei denen man sich fragt, wie weit kann Politik eigentlich noch von der Realität der Menschen entfernt sein? Stegner verteidigt sich wie ein Schulbub,
Strack-Zimmermann pöbelt und Kiesewetter spielt den Weltpolizisten. Und der Zuschauer sitzt fassungslos davor. Wenn ihr genauso denkt, lasst ein Abo da, drückt auf Like und schreibt in die Kommentare, wie ihr diese Runde fandet. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, Supertanks ist aktiviert. Danke an alle, die das möglich machen. Bleibt kritisch. Thank you.